Becker und Pfeiffer, der Fußball-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 98 von Becker und Pfeiffer, der Fußball-Podcast inzwischen. Und ich denke, man kann verspätet sagen, vielleicht auch doch ein frohes neues Jahr. Am Anfang Februar kann man das dann noch sagen. Nachdem wir jetzt ja doch eine etwas längere Podcast-Pause hinter uns haben. Mara, wie geht es dir und weißt du noch, wie man in ein Mikrofon redet? Ich weiß noch, wie man in ein Mikrofon redet. Erstmal habe ich es, nachdem du den Drücker gedrückt hast, nicht mehr geschafft, das letzte Gummibärchen noch komplett Manche zu Dinge schlucken. ändern sich nie. Genau. Ich bin nämlich, müsst ihr wissen, nicht nur eine große Zahlenliebhaberin, sondern auch absolute Anhängerin von Gummibärchen. Zumal Nimm2 hat es geschafft, gelatinefreie Gummibärchen zu produzieren, die ich wirklich gerne mag, weil man sprechen kann anschließend und einem nicht der Oberkiefer am Unterkiefer klebt. Das ist ein Riesenvorteil, vor allen Dingen kurz vor der Podcastaufnahme. Jetzt kommt der Kater noch dazu, Achtung. Ich weiß noch, wie man in ein Podcast-Mikro spricht, all dieweil ich ja zwischenzeitlich auch noch Flutlicht-An-Aufnahmen hatte. Aber tatsächlich, als ich da die erste Folge, die ich dieses Jahr tatsächlich auch aufgenommen habe, am Start hatte, habe ich echt so kurz überlegt, was muss ich wo reinstöpseln? Und das ist aber schon gut, finde ich, auch für sich selber, sich zwischendurch mal so rauszunehmen. Ich meine, wir sind ja beide nicht so veranlagt, dass wir uns rausnehmen und dann auch wirklich rausnehmen, aber sich einfach selber mal auch vom Bildschirm zu nehmen und vom Mikrofon ist auf jeden Fall gut. Es ist aber auch gar nicht so einfach, gebe ich ehrlich zu, dann wieder zurückzukommen. Also ich finde es gar nicht so intuitiv im Sinne von alle Dinge, die passieren gerade, die so die medialen Diskurse bestimmen, sind so schrecklich. Und wir reden hier ja, weißt du, es ist ja jetzt nicht so, dass wir Annika und ich machen gerade einen Ted Lasso Rewatch und das ist ja nicht so, dass wir hier über Ted Lasso und die guten und die weniger gelungenen Seiten von Ted Lasso reden und dabei sich alles sehr wholesome anfühlt, sondern wir reden dann halt auch noch über Scheiße. Und manchmal frage ich mich so, what's the fucking point? Aber wir wollten ja nicht direkt mit Weltuntergangsstimmung einsteigen. Ich habe sie halt nur leider. Das ist Wie geht's dir denn, liebe Annika? Ja, sehr, sehr ähnlich. Also ich würde sagen, ich bin dem sich komplett aus allem rausziehen jetzt in diesem Winter sehr, sehr nahe gekommen. Aber das war jetzt auch nicht immer unbedingt so freiwillig, sondern auch so ein bisschen so durch eigene Zustände geschuldet, ohne da jetzt irgendwie so großartig in die Tiefe gehen zu wollen jetzt an der Stelle. Aber ja, keine Ahnung. Also mir ging's jetzt eben länger nicht gut. Wahrscheinlich wird es auch noch eine Weile so sein. Ich versuche irgendwie dran zu arbeiten, aber es wird jetzt, glaube ich, nicht das Jahr, in dem ich irgendwie jede Woche, krass, so viele Artikel veröffentliche und so, sondern es ist irgendwie alles, also einerseits bewusst sehr laid back, aber andererseits manchmal dann auch so erzwungen, weil ich dann irgendwie denke, oder so von mir aus irgendwie so dieses Gefühl habe von, fuck, zu dem Thema müsste ich jetzt wahrscheinlich eigentlich was schreiben, um irgendwie was einzuordnen, aber ich pack's gerade einfach nicht, ich schaff's gerade einfach nicht. Und dann, kommen da dann halt irgendwie manchmal so, also so Sachen, die von außen wahrscheinlich absolut niemandem auffallen, weil ich meine, wer beschäftigt sich jetzt schon irgendwie groß damit, was ich arbeite und wie ich arbeite, aber wo ich so für mich dann irgendwie so denke, so, ja, das ist jetzt irgendwie eigentlich seltsam, dass dann jetzt irgendwie der Artikel rausgekommen ist und zu den und den Sachen irgendwie nicht. Oder dann gab es irgendwie in Anführungszeichen nur vielleicht irgendwie mal einen Blue Sky Thread zu irgendwas oder so. Aber that's how things will roll for a while, I think. Und ja, das ist so das, was jetzt irgendwie dann in den letzten Wochen und Monaten auch so ein bisschen anstand, so von der Thematik her irgendwie klarzukommen. Ist so ganz doof gesagt.
Aber Annika, also zum einen kann ich auch an dieser Stelle nochmal sagen, bin ich sehr stolz auf dich, dass du das in Angriff nimmst alles. Das ist nämlich gar keine Kleinigkeit. Zum anderen finde ich es halt schon auch okay, wir haben das in letzter Zeit ja immer mal gemacht, dass man hier halt auch mal das Licht drauf leuchtet, was diese Freiberuflichkeit im Sportjournalismus eben oft bedeutet. Und also ich meine, für mich ist das große Thema, dass ich in den letzten 15 Monaten 4 Tage frei hatte und fast überhaupt keine Wochenenden. Und das in 'ner Phase nach meiner Diagnose, in der ich eigentlich das Bedürfnis hatte, sehr viel zu schlafen und nach mir zu gucken. Aber, die Miete und die Rechnung und all das zahlen sich halt nicht von selbst. Und das ist halt 'ne Realität, wenn man nicht in einem, hochpreisigen Segment dieses Jobs unterwegs ist, also beispielsweise, vor der Kamera oder so. Mhm. Und, ja, deswegen finde ich's auch gut, dass also bei allem, was ja an Arbeit weitergelaufen ist, also sei es der Adventskalender bei der Bolztribüne oder sei es bei mir auch das Buch, an dem ich ja nach wie vor arbeite, dass wir uns hier mal 'n Weilchen rausgenommen haben. Und es kann auch passieren, dass wir das, im Laufe des Jahres, immer mal tun werden. Also, wir haben ja jetzt schon angekündigt, wir haben dann als nächstes die 99. Folge, auf die wir uns natürlich albernerweise extrem freuen. Yes. Und, für die 100. Folge sind wir dann eingeladen, für das Ready Set Coach Festival, das am 7. März in Berlin stattfinden wird. Da werden wir hier 2 ganz tolle GästInnen haben. Die Folge wird, an dem 7. März live in Berlin ausgestrahlt. Und dann am 9. März geht sie als reguläre Folge eben auch online. Das passt ganz gut, weil ich an dem Wochenende davor nämlich im Krankenhaus bin und wir das dann deswegen gar nicht also, es ist auch der Grund, warum wir nicht live in Berlin sind. Genau, deswegen, ist das eigentlich ein ganz guter terminlicher, Zusammenfall sozusagen. Genau, aber, wir werden uns das ganz bewusst offen halten, in was für 'ner Intensität und in was für Intervallen wir mal mindestens im ersten Halbjahr, podcasten werden. Genau, da müssen wir einfach beide schauen, was so zum jeweiligen Zeitpunkt möglich ist. Bevor wir zu unserer Fußballwoche kommen, versuche ich, mir nach wie vor noch anzugewöhnen, dass wir immer relativ am Anfang der Folge einmal kurz sagen, worüber wir eigentlich dann in der jeweiligen Folge reden wollen. Wir haben als die größeren Themen einmal DFB und FBL e.V. und dass es eben kein Joint Venture geben wird. Dann einmal die ganze Thematik rund um Raffaela Borggräfe und dann sprechen wir über die Causa Stefan Kuntz. Und natürlich gibt's dann, wie ihr das von uns kennt, noch ein paar Blitz-News und so weiter hinterher. Oder um direkt dafür zu sorgen, dass sich hier nicht, Anwälte einklinken. Wir sprechen sehr am Rande über die Causa Stefan Kuntz und sprechen intensiver darüber, wie bestimmte Mechanismen sich im Fußballgeschäft, wiederholen. Yes. Genau. Ja, weiß nicht, magst du vielleicht mal einsteigen, was so bei dir fußballwochentechnisch los war neben allem anderen? Also, bei Mainz 05 ist auf eine Art und Weise, die irgendwie schwierig, zu begreifen ist für mich, wieder das passiert, was in den letzten Jahren häufiger passiert ist, dass man das Gefühl hatte, völlig am Abgrund, zu stehen und nach einem Trainerwechsel innerhalb überraschend kurzer Zeit das Gefühl hat: „Och, so schlimm ist es eigentlich alles gar nicht." Ähm, ist es ja, glaube ich, kein Geheimnis, dass ich jetzt keine total passionierte Anhängerin von Bo Henriksen war. Ich finde, man kann das auch trennen und man kann sagen, der Verein hat ihm für eine bestimmte Phase, also einmal den Klassenerhalt und dann dieses europäische Geschäft, ganz, ganz viel zu verdanken und, das gilt es auch zu honorieren. Aber während ich nach dieser man hat die Klasse gehalten, in die neue Saison gestartet und dann lief's nicht so gut, gar nicht so das mitgetragen habe, dass es da Kollegen gab, die gesagt haben, der kann halt nur motivieren. Also, ich war damals eigentlich, dafür, dass man auch langfristig mit ihm arbeitet, fand ich's jetzt dann am Ende schon sehr zäh. Also, diese Mhm. Pressekonferenzen
Natürlich, wenn man die zu Hause guckt, weil ich sie halt oft zeitversetzt sehe, dann kann man halt auch nicht eingreifen im Sinne von eigene Fragen stellen. Aber ich fand, also das war schon, also da hat man nicht mehr gespürt, dass da irgendwas an Lösungen kommt von ihm. Und ich habe mich dann immer gefragt, ob er genauso vor der Mannschaft steht. Ich weiß, dass es im 05-Umfeld durchaus viele Fans gibt, denen das sehr, sehr wehtut, dass er weg ist. Ich weiß auch, dass es das Urs Fischer jetzt zu Anfang erstmal nicht leicht gemacht hat, weil der natürlich diese überbordende Emotionalität so nicht mitbringt. Aber ich muss sagen, ich gucke seitdem wirklich gerne die Pressekonferenzen, weil sie so inhaltlich und ruhig und klar sind. Also mir liegt das einfach mehr. Ähm, und natürlich hat man eine gewisse Vorstellung davon, wie man bei Mainz gerne Fußball spielen würde. Aber ehrlicherweise, wenn es um den Klassenerhalt geht, dann spielt das, egal unter welchem Trainer, erstmal keine Rolle. Und was er dann mit diesem Verein und mit einem neuen Team in einer kommenden Saison für einen Fußball spielen wird, das muss man sowieso erstmal abwarten. Ja, Punkt ist, dass sie wirklich gerade den Anschein machen, als würden sie das Ruder rumreißen und auch so, als müsste man nicht bis zum letzten Spieltag bibbern. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, und das hört man sicherlich auch, ich bin emotional momentan sehr weit weg davon. Ähm, und ich bin auch gerade nicht so wild drauf, mit irgendwie mehreren 10.000 Leuten in so einem Stadion zu sein. Auch das gibt's manchmal einfach, obwohl das in anderen Phasen auch schon was war, was mir total viel gegeben hat, gerade wenn es irgendwie stressig und rundrum düster war. Dafür war ich jetzt am Sonntag bei den Frauen. Das war sehr schön. Ich fand das Spiel, ja, also die haben gegen Viktoria gespielt. Ich fand, Viktoria war die unfairste Mannschaft oder das unfairste Team, was ich bisher in der 2. Liga erlebt habe, inklusive Trainer, ehrlich gesagt, für den die Coachingzone auch mehr so eine lockere Empfehlung ist. Und ich verstehe auch nicht, warum man jedes Mal, wenn man die Linienrichterin irgendwie was fragt, also ihr die Hand auf die Schulter legen muss oder so. Aber anschließend gab es ein Fastnachtssingen und das entgegen Videos, die mir inzwischen zugeschickt wurden, auf denen ich zu sehen bin und nicht den Eindruck mache, als hätte ich Spaß, hatte ich tatsächlich ein bisschen Spaß dabei. Es war ganz lustig, es war Man halt darf glauben. schweinekalt. Ja. Aber ich war wieder mit meiner kleinen Begleitungshupe da und die hat sich auch sehr gefreut. Genau, also der Ball läuft weiter und mal verfolge ich es intensiver und mal weniger intensiv, was das Emotionale angeht. Also joblich ja sowieso in einer gleichbleibenden Intensität. Wie ist es denn bei dir und mit deinen Vereinen? Also ja, von den Schalke-Bannern bin ich ja schon länger auch irgendwie ziemlich weit weg. Also ich nehme das dann so am Rande meines Wahrnehmungsumfeldes wahr, dass sich alle sehr über Edin Dzeko freuen, dass der da ist und auch Tore macht und so weiter. Ja, insgesamt ist da jetzt so ein bisschen das passiert, womit also ich und wahrscheinlich auch viele andere gerechnet haben, dass es eben dann nach der Winterpause nicht mehr ganz so rund und ganz so glücklich und sauber läuft, wie das vorher war. Ich habe jetzt von den Spielen ehrlicherweise nicht so super viel selber gesehen, sondern dann halt nur mal hier und da gelesen, was halt Leute, die ich da sehr schätze, so darüber schreiben. Und ja, also muss man mal gucken, wie das so weitergeht, ne? Wo man auch gucken muss und wo es dann aber also sehr viel intensiver für mich so vom Erleben ist halt bei der SGS Essen. Also wir nehmen heute jetzt ja auf an dem Montag, aber bevor das Montagsspiel gespielt wurde, das ist ja das Auswärtsspiel beim 1. FC Köln. Und gestern hat Carl Zeiss Jena gegen Union Berlin gewonnen und dadurch ist die SGS auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Es ist alles, also noch so relativ eng da unten, dass man sagen könnte, okay, Jena, Essen, eins von den beiden Teams kann sich vielleicht irgendwie retten und dafür den HSV mit runterziehen, aber alle anderen sind eigentlich realistischerweise gerade ein bisschen zu weit weg.
Und ja, also es sieht nicht gut aus. Ich finde, wenn man so die Ausgangslagen vergleicht, die Wintertransfers vergleicht, ja, also da ist jetzt die SGS nicht so in der Superposition. Sie haben mit Helene Jack eine neue Trainerin, eine Belgierin, die für Turbine Potsdam ja unter anderem auch mal eine Zeit lang gespielt hat und ja in Belgien gerade ja auch noch ihre Pro-Lizenz macht. Und ja, jetzt auch sicherlich erstmal ankommen muss, so als Cheftrainerin in der Bundesliga. Jessica Wissmann ist ja nach wie vor dabei und ist jetzt dann eben wieder Co-Trainerin, so. Und ich glaube, mit den beiden funktioniert es auch ganz gut, so von dem, was ich bisher so mitbekommen habe. Aber fußballerisch ist es wirklich, also teilweise nicht gut. Also sie haben dann immer mal so Phasen in den Spielen, wo man denkt, okay, das sieht jetzt irgendwie besser aus als in gewissen Phasen der Saison, aber das sind dann halt immer nur so ein paar Minuten pro Spiel. Und dann ist halt so die grundlegende Ausrichtung, also ganz am Anfang der Saison habe ich ja so oft gesagt, das ist irgendwie naiv, weil es viel zu offensiv ist für die Möglichkeiten, die man hat. Und dann hat man jetzt inzwischen doch sehr stark zurückgerudert, so ein bisschen das, was ich erwartet hatte auf andere Art und Weise, dass man jetzt sehr viel versucht zu mauern und dann sich aber trotzdem also Fehler erlaubt, die dann zu Gegentoren führen, was okay, das kann immer mal sein, aber man hat eigentlich nicht mehr so eine Balance, wie man nach vorne kommen will. Also man ist halt oft viel zu weit weg vom Tor, um dann irgendwie Tore schießen zu können und dann fehlt vorne halt sowieso irgendwie so, ja schon seit einer ganzen Weile die Kaltschnäuzigkeit. Es ist jetzt ja mit Maria Olsen auch nochmal eine neue Angreiferin gekommen tatsächlich und Ella Thurn, die ja auch im Verein schon war, wurde gerade vom 1. FC Köln als Außenverteidigerin nochmal ausgeliehen bis zum Ende der Saison. Aber ja, also ich glaube, das wird richtig hart. Was ich bemerkenswert finde und sehr gemischt betrachte, ist, dass das letzte Saisonspiel angekündigt wurde am 17. Mai. Und das ist ein Heimspiel gegen den SC Freiburg. Und da will man die Hafenstraße ausverkaufen, das Stadion an der Hafenstraße ausverkaufen. Das ist ja sonst immer nur eine Tribüne offen. Und so, man kann dann im ersten Moment sagen, hey, das ist ja cool, das ist ambitioniert und sie haben das ja auch so angekündigt mit so, ne, wir wollen als reiner Frauenverein zeigen, dass man das auch kann und so und so. Das finde ich irgendwie toll, dann so auf die Art, aber auf andere Art finde ich, es ist die absolut falsche Saison dafür, es ist der absolut falsche Zeitpunkt dafür. Es gibt nicht viele Ressourcen im Verein für Werbung, für Marketing, für professionelle Pressearbeit. Das wird Ressourcen ziehen, um irgendwie die Werbetrommel dafür zu rühren, aus dieser Stadt, in der sich, wenn man ehrlich ist, nun mal nicht so viele Leute dafür interessieren, zu so einem Verein zu gehen, anstatt irgendwie zu Dortmund oder Schalke, ja, dazu zu bewegen, das zu machen. Und man muss dann eben auch gucken, wie viel das finanziell überhaupt bringt, weil diese ganzen Maßnahmen, die kosten Geld. Also selbst wenn man jetzt einen Sponsor dafür hat, der da irgendwie noch mal was draufschmeißt oder so, man zahlt dann mehr Miete, weil man dann halt nicht nur einen Teil des Stadions öffnet, sondern das Ganze. Ich gehe jetzt mal davon aus, man wird das alles irgendwie durchgerechnet haben, klar. Aber ich finde das ja, einfach ein Bärendienst. Also egal, ob sie das jetzt dann schaffen, das auszuverkaufen oder nicht. Im schlimmsten Fall hast du dann eben dieses Spiel am Ende, wo irgendwie dann schon längst feststeht, man geht runter oder womöglich passiert es dann an dem Tag. Und also ich meine, was soll denn das dann für ein Erlebnis sein? Also es ist auch so ein bisschen so eine Art von falschem Stolz dann an der Stelle irgendwie zu sagen, wir wollen jetzt aber hier unbedingt als reiner Frauenfußballverein noch dieses Ausrufezeichen setzen. So, da würde ich jetzt irgendwie so das sportliche Überleben vielleicht mal ein paar Stufen höher stellen als sowas. Ist auch tatsächlich eine seltsame Idee, es dann am letzten Spieltag zu machen, finde ich. Ja, finde ich auch. Also zumal
jetzt ja auch schon also sehr lange feststand, dass es eben dieses Pokalspiel im März gibt, was man zu Hause hat gegen Werder Bremen. Also das weiß man jetzt ja auch schon seit, ich glaube, 2 Monaten oder so. Und da hätte man ja jetzt auch sagen können, okay, das ist dann zwar mitten in der Woche und vielleicht schafft man nicht das ganze Stadion, aber man kann ja trotzdem als Zwischenschritt irgendwie gucken, dass man das halt so richtig, dass man da so richtig reinballert. Und da habe ich so das Gefühl, also es wird so oft erwähnt, dass man irgendwie jetzt Karten kaufen kann und so weiter. Also weiß ich jetzt auch nicht, wie gut das dann so läuft, ehrlich gesagt. So ein bisschen wie die Sache mit dem Maskottchen, ne? Wo man irgendwann auch so dachte, ja, okay, irgendwie seltsames Timing, was ihr euch da überlegt habt, um witzig zu sein. Ja, und ich frage mich dann auch tatsächlich, also von wem dann halt die Anstöße kommen, das zu machen. Also kommen die tatsächlich aus dem Verein oder kommen die halt von einem der größeren Sponsoren, weil man da halt eben sagt, so, naja, wenn wir ein bisschen mehr machen sollen, um euch noch unter die Arme zu greifen, dann müssen wir aber auch irgendwie mehr Plattformen schaffen und ohne dann aber zu bedenken, so dass man vielleicht so die Ressourcen, die da sind, immer weiter auseinanderspreizt eigentlich. Ja. Apropos immer weiter auseinanderspreizen. Sehr schön. Und das war gar nicht geplant, aber immer weiter auseinander bewegen sich tatsächlich auch der DFB und die neu gegründete FBL e.V. oder der neu gegründete FBL e.V. Um das nochmal kurz zu recappen, weil wir da auch noch gar nicht im Podcast drüber gesprochen haben. Ne? Das ist ja Anfang Dezember passiert. Es gab ursprünglich mal die Idee, dass also die Vereine der ersten Frauen-Bundesliga eben einen e.V. gründen, den FBL e.V., Frauen-Bundesliga e.V. Und dann dieser e.V. gemeinsam mit dem DFB ein Joint Venture gründet. Und darin sollte es dann um die Weiterentwicklung der Bundesliga der Frauen und generell des ligabezogenen Frauenfußballs in Deutschland gehen. Dann, also angekündigt wurde das ganz groß auf dem DFB-Bundestag, auch schon mit einem Datum, 10. Dezember, wo man eine gemeinsame Pressekonferenz abhalten wollte. In den Tagen davor gab es dann einen wie auch immer gearteten Knall. Woran das genau lag, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Es muss wohl auf Seiten der Vereine Leute gegeben haben, denen es sehr gestunken hat, dass Bernd Neuendorf rund um den DFB-Bundestag, wo es ja auch um seine Wiederwahl ging, immer wieder gesagt hat, der DFB würde 100 Euro in den Fußball der Frauen investieren und dass daraus 100 dann Millionen. Was habe ich gesagt? 100 Euro. Ach so, ja. Ein Nicht ganz bisschen so wenig. ambitionierter war es dann schon. 100 Millionen. Genau. Und das wurde dann teilweise in der Presse natürlich aufgenommen als, boah, der DFB, krass, 100 Millionen für die Frauen und so. Und die Vereine haben sich dann schon beeilt zu sagen, naja, da geht es um einen Investitionszeitraum von 8 Jahren und das, was die Vereine in demselben Zeitraum investieren würden, das wäre also läge deutlich, deutlich, deutlich darüber. Generell kann man sagen, geht es sicherlich einerseits um Geld und wer wie viel gibt. Andererseits kann man aber also auch ohne daneben zu liegen sagen, es geht um Macht und darum, wer wie viel Macht hat. Und man konnte dann schon so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass also mal wieder Männer über das Schicksal von Frauen entscheiden. Dem wollte man dann auch wiederum entgegenwirken. Und dann gab es also die Verkündigung, dass es keine gemeinsame Pressekonferenz von DFB und FBL geben würde an dem 10. Dezember beim DFB, sondern stattdessen der FBL sich also vorstellen würde in Frankfurt in den Presseräumen von der Eintracht. Das andere wäre natürlich auch in Frankfurt gewesen. Das ist ja lustigerweise sind die ja direkt beieinander auch einfach. Genau, und dann wurde da also ein neues Präsidium vorgestellt, dem Katharina Kiel von Eintracht Frankfurt vorsteht. Insgesamt sind sie zu dritt. Und die große Frage war, ist das jetzt quasi nur eine Zwischenstation, also dass jetzt erstmal die Vereine quasi Kante zeigen und zeigen, wir wollen bestimmte Sachen auf eine Art und Weise haben, wie sie uns der DFB irgendwie nicht zusichert, oder wird es also getrennt weitergehen? Ich war bei dieser Pressekonferenz, was ich schon krass fand, war,
Also, dass man eine Pressekonferenz dann mit über einer Stunde Verspätung anfangen lässt. Weiß nicht, vielleicht haben die Leute auch noch was anderes zu tun, als da in diesem Presseraum rumzuwarten. Da hieß es dann, ja, gab es noch verschiedene Grußworte. Nadine Kessler war unter anderem da, Bernd Neuendorf war da. Dann gab es hinterher so ganz, unterschiedlich, Fotos, also mal fehlten die Leute, mal fehlten die Leute. Hinterher hieß es dann von einigen, die dabei waren, ja, der Bernd Neuendorf das wäre unmöglich gewesen, was der erzählt hat, weiß aber dabei sein, also durfte da ja dann auch wieder niemand bei diesem bei dieser Gründungszeremonie. Warum eigentlich? Ist ja auch absurd, ja. Also da findet die Gründungszeremonie statt und irgendwie 3 Räume weiter hocken die Pressevertreter und warten und Vertreterinnen. Naja, und also dann hinterher gab's also lauter Statements wiederum von den, ja, Männern, also hier so Axel Hellmann und Co., die dann also erzählt haben, warum sie das jetzt auf die und die Art und Weise gemacht haben. Es wurde sehr darauf bestanden oder betont, dass also das Verhältnis mit dem DFB überhaupt nicht zerrüttet sei und auch so ein bisschen, es läge auch nicht an Bernd Neuendorf und dann so hinter vorgehaltener Hand, sondern an Holger Blask. Okay, alles klar, der da ja jetzt also auch in neuer Position ist. So, und also irgendwann wird es halt sehr so ein He said und dann haben die jeweils ihre Spezies auch bei den Medien, wer da wem irgendwie was erzählt. Und ich muss sagen, ich bin mittlerweile von dem Prozedere einfach komplett abgenervt. Also ich habe am Anfang es als was Gutes empfunden, dass die Vereine sagen, wir lassen uns nicht alles diktieren. Es gibt bestimmte Sachen, die sind für uns unumstößlich. Wir werden da viel mehr Geld reinstecken als der DFB. Wir machen die Arbeit im Alltagsgeschäft. Es sind unsere Clubs, es sind unsere Spielerinnen. Aber mittlerweile wirkt es schon von beiden Seiten auf so eine festgefahrene Art und Weise trotzig. Jetzt haben die Vereine also verkündet, dass sie tatsächlich alleine weitermachen werden, Stand jetzt. Es hat laut Presseberichten bei der Abstimmung lediglich der SC Freiburg dafür votiert, also mit dem DFB weiterzumachen. Mutmaßlich also durch die Rolle von Oliver Lecky, der ja eben auch bei den Verbänden in Verantwortung ist, wobei das ja durchaus auch für andere gilt in der Runde. Genau, man wusste auch vorher schon, dass es bestimmte Vereine gab, unter anderem Union Berlin, aber beispielsweise auch Nürnberg, also die schon viel früher durchaus dem auch was hätten abgewinnen können, das ohne den DFB zu machen. Ja, und was halt, also es ist im Endeffekt ist alles total unklar. Man hat jetzt erstmal die Geschichte mit den Fernsehrechten verschoben. Das sollte eigentlich entschieden werden im Frühjahr. Das soll dann jetzt erst im Herbst stattfinden. Wie jetzt da auch mögliche Übergänge von Verantwortung aussehen können, kein Plan. Die ganzen Sachen, über die also votiert wurde beim DFB-Bundestag, wo es ja auch schon um eine Implementierung von FBL e.V. und aber dann auch also der noch zu gründenden GmbH ging. Also nimmt man das dann jetzt irgendwie zurück, wenn die mit dem DFB nicht zusammenkommen? Und am allerspannendsten finde ich ehrlich gesagt, was zur Hölle ist mit den unteren Ligen? Wie soll das funktionieren, das also mit Aufstieg, Abstieg, überhaupt Terminkalender, tralala. Ich bin sehr dafür zu sagen, wir müssen wendiger und effektiver und schneller werden. Und ich glaube, die Vereine haben schon ein Eigeninteresse daran, das auch mal endlich mit Macht anzustoßen, weil sonst einfach andere Länder halt so weit weg sein werden, also dass die Lücken nicht zu schließen sind. Und das sieht man ja im internationalen Geschäft jetzt teilweise schon. Auf der anderen Seite, also habe ich jetzt auch noch nicht mitbekommen, dass in einem anderen großen europäischen Land in Sachen Fußball der Frauen die erste Liga wie so eine Super League völlig losgelöst über allem anderen schwebt, in völlig anderer Verantwortung und also komplett ohne Anbindung an alles, was darunter ist. Und ja, die haben jetzt ganz schön viel Arbeit vor sich und ich bin wirklich mal gespannt, also weil da geht's ja dann auch um solche Sachen wie Teilnahme an internationalen Wettbewerben und so weiter. Und da gibt es sehr, sehr viel zu klären. Und ich sage nicht, dass ich glaube,
Es ist prinzipiell schlecht zu sagen, wir machen das ohne den DFB. Also ich würde, glaube ich, anstelle der Vereine auch mich irgendwie dann mal fragen, also wo liegt da seitens des DFB eigentlich der Fokus? Andererseits muss man sagen, der DFB ist halt auch wie immer nicht korrekt. Es gibt im DFB solche und solche Menschen und Bemühungen. Und ja, also die Tatsache, dass einfach die jetzt aktuellen Erstligisten da alleine losmarschieren und diese ganzen Entscheidungen treffen sollen, also da gibt's ja noch nicht mal einen Unterbau von Vereinen, die mutmaßlich vielleicht nächste Saison in der ersten Liga dabei sein könnten oder irgendwas. Gibt es dann überhaupt noch Auf- und Abstiege? Macht man einfach irgendwie die Tür zu und spielt es in Zukunft immer mit denselben 14 aus? Also Ja, es ist sehr, sehr chaotisch. Und ich finde es auch einfach krass, dass jetzt innerhalb von so kurzer Zeit einfach, also der DFB im Prinzip so die sportlich höchste Liga, die eigentlich in seiner Hauptverantwortung lag, geschlechterübergreifend, nicht mehr voll kontrolliert. So. Und ich weiß und bekomme das auch mit, dass es natürlich Fußballfans gibt, die irgendwie sagen, endlich und so und man muss irgendwie weg davon und so weiter und das jetzt total feiern. Und ich kann irgendwie nachvollziehen, wie man da hinkommt, aber nachfühlen kann ich das auch nicht, weil ich immer noch so diese Vorstellung habe davon, dass ja so ein Verband als dann übergreifendes Konstrukt eigentlich so ein bisschen sowas sein sollte wie der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin am Tisch, wenn vielleicht solche Vereinsinteressen in solchen Gremien dann auch mal gegeneinander laufen, weil du dann irgendwie die eine Gruppe von Vereinen hast, die wollen irgendwie das und das so regeln und dann hast du die anderen, die wollen vielleicht irgendwas ganz anders regeln und wer vermittelt dann zwischen denen kriegen die das dann wirklich immer untereinander hin? Da habe ich einfach so meine starken Zweifel daran, zumal finde ich, viele von diesen Vereinen, die da drin sind, auch einfach den starken Nachweis schuldig sind, dass sie eben wirklich ein Eigeninteresse daran haben, den Frauenfußball so voranzubringen, wie sie das sagen. Und dass es jetzt nicht einfach nur darum geht zu gucken, im Moment buttern wir ja so und so viel Geld in unsere Abteilung und wir zahlen irgendwie drauf und jetzt wollen wir irgendwie gucken, wie man das abfedert oder so. Aber um jetzt diese ganze Sache da aufzubauen und sich jetzt mal drum zu kümmern, dass dieser neu gegründete Verband irgendwie auf professionellen Füßen steht, dann mal dafür eine Medienabteilung zu gründen oder neutrale Räume zu finden. Das kostet Geld, das kostet Zeit, sich drum zu kümmern. Sieht jetzt nicht so für mich aus, als wenn das bisher passiert ist. Du hast es, glaube ich, vorhin ja auch erwähnt, dass die erste Mitteilung jetzt irgendwie über Eintracht Frankfurt kam. Also, weiß ich nicht. Also vor allen Dingen, nachdem es Anfang Dezember oder am 10. Dezember diese Pressekonferenz gab, habe ich 2, 3 Tage später dann an die Medienadresse von Eintracht Frankfurt, von der eben die Mitteilung verschickt wurden, mal die Frage gestellt, wenn die FBL jetzt die Kommunikation für die Vereine führt, wen kann man denn, wenn man Fragen hat und mit denen kommunizieren möchte, eigentlich ansprechen? Läuft es dann aktuell, bis man eine andere Lösung gefunden hat, über die Medienabteilung von Eintracht Frankfurt oder gibt es da irgendwie alternative AnsprechpartnerInnen? Und da kommt dann einfach gar keine Reaktion. Also was ich schon auch ja vielsagend finde. Und nochmal, der DFB hat sich sicherlich in der Vergangenheit an vielen Stellen ich würde schon sagen, nicht mit Ruhm bekleckert. Also dieses Ganze, wie lange das jetzt gedauert hat mit diesem Wachstums- und Entwicklungsplan, um überhaupt mal an einen Punkt zu kommen, wo man sagt, wir gründen irgendwie jetzt sowas. Da haben schon, also da hat der DFB sich jetzt nicht unbedingt als Treiber erwiesen. Andererseits ist es halt so, dass du auf der anderen Seite ja auch keine verlässliche Gruppe hast, weil sich durch die Auf- und Abstiege und dadurch, dass sie jetzt auch gerade vor der Saison eben die Aufstockung der Liga hatten, natürlich ändert, wer auf der anderen Seite ist. Und ich finde, insgesamt dürfte es nicht nur die Gruppe der aktuellen ErstligistInnen sein, sondern es müsste halt eine größere Gruppe sein von entscheidenden Personen. Dann auch deutlich mehr Personen in Verantwortung, die eben im Fußball der Frauen in solchen Positionen schon länger irgendwie drin sind. Genau das möchte man in der GmbH ja dann eigentlich haben. Und ich sag mal so, also wenn am Ende
Und den Nachweis, dass es nicht so ist, sind sie aus meiner Sicht schon ein bisschen schuldig geblieben. Wenn es am Ende zu einem nicht geringen Anteil eine Sache ist, wer da wie wo sein Ego untergebracht hat oder auch nicht, und es jetzt daran scheitert, das wäre ein solcher Bärendienst für den Fußball der Frauen in Deutschland. Also da hoffe ich wirklich, dass die halt immer noch in der Hauptsache Herren auf beiden Seiten sich der Verantwortung bewusst sind, womit sie da gerade rumtollen. Ja, dass es eben kein Spielball ist für irgendwelche Stolzgeschichten. Ja. Schön. Kommen wir zum nächsten total erfreulichen Thema und reden wir doch darüber, wie unproblematisch man nach wie vor mit dem Thema Rassismus durchkommt im Fußball. Auch der Frauen. Möchtest du mal was dazu sagen, Annika? Ja, genau. Ich esse mal ein Gummibärchen eigentlich noch. Wir haben hier im Podcast ja dadurch, dass sich die ganze Geschichte jetzt auch so lange hingezogen hat, schon häufiger über Raffaela Borggräfe und die Vorwürfe gegen sie gesprochen. Und jetzt zu den letzten Entwicklungen dann aber eben durch unsere Pause noch nicht. Ich fasse jetzt noch mal ganz, ganz kurz zusammen, was der Ablauf war für diejenigen, die das vielleicht nicht mehr so ganz auf dem Schirm haben und immer alles mitbekommen. In der letzten Sommervorbereitung mit Liverpool, da war Raffaela Borggräfe gerade frisch vom SC Freiburg hingewechselt. Gab es eine wohl nach Medienberichten Situation, in der ein Teamfoto aufgenommen wurde. Und sie soll eine rassistische Äußerung gegenüber einer Mitspielerin getätigt haben. Wie genau der Wortlaut davon war oder worum es genau ging, ist nicht bekannt. Es gab allerdings mehrere ZeugInnen für diese ganze Angelegenheit und der FC Liverpool hat die Ermittlung dann, wie Standard ist in England, relativ bald an die FA weitergegeben. Es hieß in den Medienberichten vom Guardian immer, dass Borggräfe diese Vorwürfe bestreite, aber es gab keine öffentliche Äußerung von ihr dazu in irgendeiner Form. Und sie spielte dann im Verein zunächst weiter und wurde auch noch vom DFB eingeladen. Das ist das, worüber wir dann auch hier berichtet hatten, dass ich Christian Wück auf der Pressekonferenz einfach mal irgendwie gefragt hatte, wie das jetzt eigentlich zu der Entscheidung gekommen ist. Und er dann unter anderem sagte, sie habe sein vollstes Vertrauen. Im Verein Liverpool war das so, dass der Trainer da, Gareth Taylor, sie eben auch immer sehr in Schutz genommen hat. Also natürlich gab es so dieses übliche, so Liverpool distanziert sich von Diskriminierung und la-di-da-di-da. Aber wenn er dann von Medien auf Pressekonferenzen oder so darauf angesprochen wurde, dann konnte man eigentlich immer so, wenn man sich nicht damit auskennt, irgendwie das Gefühl bekommen, eigentlich ist Raffaela Borggräfe so ein bisschen das Opfer dieser ganzen Angelegenheit, weil diese Ermittlung sich so lange hingezogen hat und es für sie ja jetzt extrem schwer ist, dass das so in der Schwebe ist und ob sie dann irgendwann gesperrt wird oder nicht und wie das ist mit Spielen und so weiter. Und es wurde dann einfach so, das fand ich immer sehr überbetont und es ging aber überhaupt nicht um die Gefühle des Opfers, das es ja nun mal eben tatsächlich gibt in dem Fall, weil die Ermittlung der FA ist dann zu dem Schluss gekommen, da gab es eine rassistische Äußerung und es gab dann eine Sperre, 6 Spiele und außerdem soll sie eben an einem Bildungsprogramm teilnehmen. Das wurde dann aber nicht, wie sowas eigentlich üblich ist, durch den Verband kommuniziert. Die haben bei der FA eine eigene Website dafür. Darüber bin ich auch mit denen damals in Kontakt getreten, unter anderem, um eben nachzufragen. So, und da ist bis heute nichts dazu veröffentlicht. Und auch der Verein hat von sich aus keine Pressemitteilung oder sowas veröffentlicht, sondern das war dann wieder erst auf Nachfrage, und zwar im Jahr 2026 dann schon, auf einer PK, wo es hieß, das stimmt, das Verfahren, das ist jetzt beendet und es gibt diese Sperre, 6 Spiele und 5 von denen sind aber schon abgesessen.
Das heißt, die Sperre wurde eigentlich ab 6.12.2025 ist die schon in Kraft getreten. Das heißt, mindestens seit Dezember wussten eigentlich alle Bescheid. Und genau so lange wurde nichts kommuniziert. Der Kicker, finde ich gut, hat dann beim DFB nachgefragt, so wie sieht's denn eigentlich jetzt aus mit Borgräfe und dem Nationalteam? Der DFB hat dann eben geschrieben, so ja, man hätte sich intern damit beschäftigt und ja, da auch nochmal mit ihr irgendwie drüber gesprochen, aber dass sie eben weiterhin Teil des Nationalteams sein kann. Und ja, dann, das war so das und dann hat es, glaube ich, echt eine Woche oder so, nicht besonders lange gedauert. Da wurde dann eine Leihe von Liverpool zu Leverkusen bis zum Saisonende verkündet. Und 10 Minuten bevor diese Leihe bekannt gegeben wurde, gab es dann tatsächlich endlich mal ein Statement von Raffaela Borgräfe selbst zu der ganzen Sache auf Instagram. Ich würde das einmal gerne kurz vorlesen. Es ist auch nicht besonders lang. Zitat: Ich habe das sportrechtliche Verfahren akzeptiert und mich intensiv mit dem Vorfall auseinandergesetzt. Die begleitenden Gespräche und die Aufarbeitung haben mir geholfen, mein Verhalten und insbesondere die Wirkung von Sprache besser zu verstehen. Mir ist bewusst, dass Worte verletzen können und Verantwortung mit sich bringen. Es war zu keinem Zeitpunkt meine Intention, andere Menschen zu verletzen oder auszugrenzen. Werte wie Respekt, Offenheit und Vielfalt sind mir wichtig. Diskriminierung widerspricht meinen persönlichen Werten und meinem Verständnis von Zusammenhalt im Sport und unserer Gesellschaft. Es tut mir leid. Ich werde aus dieser Situation lernen und Verantwortung übernehmen. Jetzt hast du, während ich das vorgelesen habe, da schon drauf reagiert. Was denkst du dazu? Das ist ganz fantastisch. Heartfelt sozusagen. Also ich würde mal damit anfangen, dass ich die Formulierung, ich habe das sportrechtliche Verfahren akzeptiert, absolut daneben finde und mich intensiv mit dem Vorfall auseinandergesetzt. Das klingt, als wäre etwas passiert, was sie beobachtet hat und nicht, wo sie die Auslösende war. Die begleitenden Gespräche und die Aufarbeitung haben ja wohl stattgefunden mit Celia Žažić vom DFB. Und also dann auch zu sagen, es tut mir leid, anstatt irgendwie um Verzeihung zu bitten, das ist alles extrem dünn und liest sich halt wie etwas, was man jetzt machen musste, um bei einem deutschen Verein demnächst zu spielen. Es ist sehr oberflächlich. Ich finde es sehr gut, dass also rassistische Aussagen dann nicht formuliert werden als Teil der Entschuldigung. Aber das ist keine Entschuldigung. Also das ist einfach nur das absolute Bare Minimum, um sagen zu können, ich habe mich jetzt mal dazu geäußert. Und wenn man dann denkt, also dass das, was 8 Monate gedauert hat, das ist wow, okay, da hat jemand aber wirklich an seinem Text gefeilt. Ja, unterschreibe ich alles zu 100%. Also insgesamt über die ganzen Monate finde ich keine gute Kommunikation. Wie du sagst, ne, man sollte auf keinen Fall dann reproduzieren, was da gesagt wurde. Man kann trotzdem transparenter damit umgehen und von vornherein irgendwie proaktiver kommunizieren und einfach so zugeben zum Beispiel, ne, nicht ich akzeptiere das Verfahren, sondern ich erkenne jetzt, ich habe einen Fehler gemacht, so, und das war schlecht und ja, aber das ist halt sehr distanziert, so alles so sehr weit von sich weggeschoben. Aber weißt du, Annika, was ich finde, was sich an dieser Geschichte halt auch zeigt? Also Raffaela Borgräfe war ja nicht nur von Christian Wülk nominiert, sondern sie war ja eigentlich für die U23 nominiert und ist dann halt hochgerutscht oder hochgezogen worden. Ich finde, sowohl die Vereine, aber, und da sind wir nämlich bei dem Thema wieder, auch die Verbände sind halt auch in der Verantwortung, was diese Themen angeht, mit ihren Spielerinnen und Spielern zu arbeiten. Also wenn eine junge Spielerin jetzt sagt, ja, ich habe jetzt gelernt, irgendwie, dass Worte eine Wirkung haben und Sprache verletzen kann, ich meine, da greift man sich doch an den Kopf. Also wie kann denn das irgendwie sein? Und ich finde halt,
so, wie wir auch häufiger drüber reden, wie man von eigentlich, also JugendspielerInnen an im NLZ und in, weiß ich nicht, wie die Förderzentren dann aktuell gerade mal wieder heißen bei den Frauen, du musst von Anfang an diese Themen mitarbeiten, du musst dafür sensibilisieren. Und ja, also ich finde das sehr, sehr dünn, auch was so allgemein die Verantwortung um die Spielerin drumrum angeht. Ja, also das fasst sehr gut in Worte, was ich nämlich auch die ganze Zeit denke, weil Gareth Taylor, der hat mehrfach sowas gesagt wie, ja, wir haben ja eine Verantwortung gegenüber allen unseren Spielern oder sowas in der Art wie, wir müssen ja alle unsere Spielerinnen irgendwie schützen, so. Und okay, wenn man das dann einfach mal so bei Face Value annimmt, dann gehört genau das für mich, finde ich, da rein. Also, dass es dann die Schutzfunktion nicht ist, zu sagen, wir halten das jetzt aus der Öffentlichkeit und so und da soll niemand drüber reden und wir lassen uns das alles aus der Nase ziehen, sondern die Schutzfunktion wäre dann eigentlich auch da wieder proaktiv damit umzugehen, mit Spielerinnen Schulungen zu machen, Sensibilisierungstrainings zu machen zu verschiedenen Themen, bevor irgendwas vorgefallen ist. So. Ja, und also um dann noch den zeitlichen Ablauf zu ergänzen, sie ist dann jetzt ja bei Leverkusen und ist jetzt tatsächlich auch schon zum ersten Einsatz gekommen, weil sich Friederike Rebhol im Spiel gegen Frankfurt nämlich verletzt hat. Das sah ziemlich böse aus. Die konnte dann nicht mehr weitermachen, hatte extrem starke Schmerzen. Borggreve ist dann eingewechselt worden und es gab dann zum Teil Pfiffe gegen sie, die man auch in der Übertragung sehr, sehr deutlich gehört hat. Und natürlich ist es nicht in Ordnung, wenn jetzt gegen sie Hasskommentare ins Internet geschrieben werden. Das hilft auch absolut niemandem was so. Aber trotzdem kann ich so, wie dieser ganze Verlauf von der Kommunikation war, verstehen, dass es jetzt einfach so ungeklärt und so unaufgelöst ist, dass sich bei Leuten da halt ein gewisser Frust auch anbaut und dass man eben sagt so, naja, der Zeitpunkt, auch wann dann das Statement rausgekommen ist, kurz bevor dieser Transfer bekannt gegeben wurde, dass es halt nicht besonders glaubwürdig ist. Ja. Und ganz ehrlich, nirgendwo taucht irgendwie ein Blick auf die Betroffenen-Sicht genau. auf. Also es ist so, als hätte es weil ich meine, wenn man davon ausgeht, dass die Betroffene keine Lust hat, namentlich in die Öffentlichkeit gezerrt zu werden, ist dann so, ist ja. das richtig, richtig, richtig gut, das auch nicht zu machen. Aber das bedeutet nicht, dass man sich nicht mit der betroffenen Dimension auseinandersetzen kann. Im Gegenteil, das muss man halt. Sonst fehlt die Glaubwürdigkeit nämlich halt einfach komplett. Ja. Ja, das führt sich von den Thematiken her, betroffenen Perspektive und welche Perspektive wird wie dargestellt und so, zieht sich im nächsten Thema weiter. Wir haben überlegt, ob und wie wir darüber sprechen, was sich zuletzt zugetragen hat zwischen Stefan Kuntz und dem HSV. Es ist ja allgemein bekannt, dass in solchen Fällen ja die Anwälte sehr bereit stehen und es jetzt auch schon Medien gibt, die sich mit den Anwälten auseinandersetzen dürfen. Das möchten wir nicht so gerne. Wir würden aber schon gerne darauf hinweisen, dass das natürlich auch schon auf eine Art was mit Berichterstattung macht, die nicht nur was damit zu tun hat, dass in Medien keine Vorverurteilung stattfindet, sondern ja, wo halt schon auch so ein Schweigen reinkommt in diese Themen, was schwierig ist. Ich würde zu der Geschichte selbst nur in ganz kurzen Stichpunkten das sagen, also was wirklich unstrittig ist, nämlich was es an Kommunikation initial gegeben hat. Also am 2. Januar hat der HSV die Vertragsauflösung mit Stefan Kuntz verkündet und hat Quote dazu geschrieben, persönliche familiäre Gründe und dass Kuntz darum gebeten hätte. Am 11. Januar hat dann der Boulevard mit großen Schlagzeilen vermeldet, es
habe Vorwürfe gegen Stefan Kuntz gegeben. Schon auf die gehen wir an der Stelle gar nicht näher ein. Ebenfalls am 11. Januar hat Kuntz selbst dann auf Instagram ein Statement veröffentlicht, wonach er die Vorwürfe in Anführungszeichen entschieden zurückweist. Und am 12. Januar wiederum hat der HSV ein Statement veröffentlicht. Und in diesem Statement ist die Rede davon, dass an den Aufsichtsrat im Dezember, Zitat, Vorwürfe eines schwerwiegenden Fehlverhaltens, Zitat Ende, herangetragen worden seien und man hätte das untersucht und in der Folge sei es dann zu dieser Vertragsauflösung gekommen, weil man das als glaubwürdig gewertet hat, was wohl mehrere Mitarbeiterinnen vorgetragen haben. Es ist dann später noch bekannt geworden, dass Stefan Kuntz selber im Dezember bei der Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Nachstellens gestellt hätte. Die SZ schreibt mittlerweile, es sei Bestandteil dieser Vertragsauflösung gewesen, dass er diese Anzeige später zurückzieht. Und jetzt geht's so ein bisschen Ping-Pong-mäßig hin und her zwischen Stefan Kuntz spricht mittlerweile in Anwesenheit seiner Anwälte an der einen oder anderen Stelle mit einem Medium. Eine Anwältin von demnach Betroffenen hat auch mit einem Medium gesprochen und der HSV veröffentlicht dann hin und wieder eine Stellungnahme. Und ansonsten passiert das, was immer passiert, dass auf der einen Seite die Leute schreien Unschuldsvermutung, was juristisch absolut korrekt ist, aber nicht von der gesellschaftlichen Verantwortung entbindet, sich mit solchen Themen differenziert auseinanderzusetzen. Und auf der anderen Seite gibt es dann wiederum Leute, die sagen, wir sind bei den Betroffenen oder bei den mutmaßlich Betroffenen und jede in Anführungszeichen Seite wirft der anderen vor, nur eine Seite zu sehen. Also das ist das genauso dreht sich das Karussell bei diesem Thema immer. Und deswegen würden wir uns da gerne mal rauszoomen und würden ganz bewusst und ganz explizit, also die spezielle Causa an der Stelle zumachen. Es gibt jede Menge Lesestoff dazu, den ihr euch zu Gemüte führen könnt, wenn ihr möchtet. Und würden gerne mal noch ein bisschen allgemeiner über diese Themen sprechen. Und also eine Sache, die bei mir ein totales Störgefühl ja, verursacht hat zuletzt, ist, dass es jetzt einige Äußerungen gibt, in denen es halt heißt, das Problem ist nicht der Fußball, sondern das Problem sind Männer und also explizit natürlich Männer mit viel Macht, die in Beziehung treten mit anderen Personen, wo es dann also ein Missverhältnis in Sachen Macht gibt. Und ich finde das halt vereinfacht, weil der Fußball so männlich geprägt ist und wir müssen da gar nicht im Fußball bleiben, sondern es ist ja ein gesellschaftliches Thema, das an so vielen Stellen, wenn Cis-Männer und Menschen anderen Geschlechts aufeinandertreffen in gesellschaftlichen Kontexten, in Arbeitskontexten, aber auch in anderen Kontexten, die Frage, wer hat welche Machtposition und Deutungshoheit so klar ist, dass das alles mitbestimmt. Und ich finde, darüber müssen wir viel mehr reden. Also wenn bei solchen Geschichten hinterher diskutiert wird, warum hat jemand sich dann überhaupt mit einer Person abgegeben? Warum hat eine Person sich nicht aus einem Arbeitsverhältnis gelöst oder aus einer Beziehung gelöst? Warum hat eine Frau nicht viel früher darüber gesprochen, was ihr mutmaßlich passiert ist? Das ist eine Vereinfachung von Dingen, die in der Realität aber sehr komplex sind. Jede Person, die solche Erfahrungen im beruflichen oder im privaten Kontext schon gemacht hat, wo es um solche Machtverhältnisse geht, weiß,
dass das nicht so einfach ist, zu sagen, das ist passiert, das hat derjenige gemacht, ich ziehe hier irgendwie den Strich und gehe raus. Das funktioniert in der Realität so nicht. Und also, um es mal aus dem Fußball rauszunehmen und keine Ahnung was, woran ich jedes Jahr denken muss, wenn die Fasnacht losgeht und Leute auf die Gas gehen und feiern und keine Ahnung was, ist mein Volo-Jahr bei einer Lokalzeitung in einer Fasnachtshochburg, wo mir wirklich, also auf Presseterminen und nicht von irgendwie betrunkenem Volk im Saal, sondern von Leuten, mit denen ich Termine hatte, mit denen ich Gespräche führen sollte und was weiß ich nicht was, dermaßen übergriffiges Verhalten begegnet ist. Nicht nur Sprüche, sondern auch wirklich, also Gefummel vom Feinsten. Und selbst wenn man am Ende zurückgegangen ist und gesagt hat, das und das ist mir passiert, die Sprüche mit, na ja, es ist Fastnacht und ja, aber guck mal, das ist ja nicht nur der in der und der Garde oder dem und dem Verein, sondern der hat ja gleichzeitig auch in seinem richtigen Leben noch die und die hohe Position und also das muss man aushalten können. Fastnacht ist nur einmal im Jahr und so. Und das ist halt die Realität bei diesen Themen. Es ist doch, also ich meine, wir diskutieren irgendwie gerade über die Epstein-Files, ja, also es ist doch kein Wunder, wie viele Menschen und halt sehr stark Frauen, aber halt vor allen Dingen nicht cis-männliche Personen. Das bedeutet nicht, dass Cis-Männern diese Dinge nicht auch passieren können, aber statistisch gesehen ist es halt eine absolute Minderheit von Betroffenen, die also Cis-Männer sind. Und bei den Tätern ist es halt die überwiegende Mehrheit. Es ist doch kein Wunder, dass Frauen, wenn solche Sachen an die Öffentlichkeit geraten, halt nicht sagen, um Himmels Willen, wer rechnet denn mit sowas, sondern dass Frauen so sagen, ja, aber ich meine, was erzählen wir euch denn seit Jahren? Also ich finde auch gerade nicht so belastend und nervig, ehrlich gesagt auch, wie irgendwelche Typen, die sich diese Files durchgucken und dann irgendwelche Videos oder Postings machen, wo sie sagen, das ist so krass, was da passiert, das kann man sich nicht vorstellen. Ja, Junge, aber wir müssen uns das alles nicht vorstellen. Ja, wir wissen irgendwie, dass es passiert, weil es uns selber passiert ist, weil es Frauen passiert ist, die sich uns anvertraut haben, weil wir es irgendwie in anderen Kontexten mitbekommen oder erfahren haben. Es ist so. Und dann ist es ja auch so, also es gibt seit Jahren ja schon Aussagen von Frauen zu der ganzen Sache. Und jetzt, wo es halt die Dokumente gibt, stürzen sich alle auf die Dokumente. Also das ist ja auch ein Punkt, den habe ich jetzt auch zuletzt halt hauptsächlich von Frauen gemacht gesehen. Aber so, ne, das ist für uns irgendwie dann auch wieder sowas, was nicht überraschend ist, dass es halt diesen Reflex gibt, es genauso zu machen, aber das ist dann so Wasser auf die Mühlen weiter. Ja, und dann heißt's halt, ja, warum sagen Frauen denn nichts? Ja, weil man ihnen fucking nicht glaubt. Also, und dann immer dieses Ganze mit dem, Frauen denken sich Sachen aus, weil sie irgendwie geil gesellschaftlich aufsteigen anschließend oder weiß ich nicht was. Es ist so absurd. Und auch da, es kommt natürlich immer auf die Nuancierung an. Natürlich ist es nicht so, dass noch nie eine Frau sich etwas ausgedacht hat in diesem Bereich. Aber also es gibt halt eben Statistiken und es gibt ganz klar Zahlen, die eben die, die genau das aussagen, dass es halt in aller Regel genau das Gegenteil ist. Also selbst es gibt eine sehr hohe Dunkelziffer. Die wenigsten Sachen in diesen ganzen Themenbereichen werden überhaupt angezeigt. Wenn sie angezeigt werden, ist es unfassbar schwierig, anschließend zu sowas wie einem Recht zu kommen. Und selbst wenn, hat man meistens dann Jahre von öffentlicher Bloßstellung und ganz fürchterlichen, also Erfahrungen hinter sich, auf die man vielleicht sich auch nicht unbedingt irgendwie einlassen möchte. Und dieser Reflex, natürlich ist es wichtig, Menschen nicht vorzuverurteilen. Das ist doch überhaupt keine Frage. Also das sagt doch schon der gesunde Menschenverstand. Aber dieser Reflex, deswegen mutmaßlichen betroffenen Personen, die sich wirklich zu Wort melden und die sagen, das und das ist mir passiert, immer erstmal zu unterstellen, sie würden Scheiße erzählen. Und selbst wenn sie irgendwelche Beweise irgendwie anbringen,
halt zu sagen, ja, das sehen wir irgendwie immer noch nicht als Beweis, weil, keine Ahnung, zwingen uns doch. Es ist echt maximal belastend und ich finde halt, ich habe überhaupt keine Lust mehr, wirklich öffentlich über solche Einzelfälle zu sprechen. Also das sollen wirklich die Anwälte, wenn wir auf der einen Seite eine mutmaßliche Betroffene oder mehrere haben und auf der anderen Seite mutmaßliche Täterpersonen, dann soll diese Einzelgeschichte bitte, ja, da sollen sich die Leute drum kümmern, die sich damit auskennen, die da irgendwie die Personen hoffentlich zu ihrem Recht bringen können, wie auch immer. Aber das, worüber wir doch öffentlich diskutieren müssen, sind die ganzen Strukturen und warum diese Dinge überhaupt irgendwie so möglich sind. Und das finde ich so nicht nachvollziehbar. Und das betrifft den Fußball, aber es betrifft nicht nur den Fußball. Wenn ein Einzelfall in die Schlagzeilen gerät, dann wird das immer irgendwie aufgebauscht und plötzlich gucken da alle drauf und alle haben eine Meinung dazu und das ist dann total wichtig. Weiß ich nicht, wo kommt irgendwie die mögliche betroffenen Person her und was für einen Hintergrund hat eine mögliche Täterperson und so, wo ich mir so denke, das bringt uns aber doch als Gesellschaft nicht weiter. Wir müssen als Gesellschaft über diese Strukturen sprechen und warum diese Strukturen so sind, wie sie sind und ja auch gerade eher wieder schlimmer werden als besser. Und da müssen wir eigentlich ansetzen, diese Einzelsituationen immer so hoch zu jazzen und sich dann wieder nicht mehr für das Thema zu interessieren. Das ist im Fußball und gesamtgesellschaftlich einfach ein Problem. Und ehrlicherweise, da kommen wir zurück zu dem, worüber wir gesprochen haben in Bezug auf Raffaela Borggräfe, weil es nämlich scheißegal ist, ob wir über Sexismus sprechen oder über Rassismus oder über was für einen Ismus auch immer. Es geht darum, von jüngstem Alter an Menschen dafür zu sensibilisieren, was geht und was geht nicht. Und also ich denke mir immer, ich glaube, ich habe das im Podcast schon mal erzählt, in der 5. Klasse im Sozialkundeunterricht haben wir das beigebracht bekommen, auf die simpelste Art und Weise, wenn du dich selber malst und machst einen Kreis drumrum und machst eine andere Person und machst einen Kreis drumrum, ja, jeder hat seinen Bereich, in dem er sich frei bewegen darf und da, wo sich die Kreise anfangen zu treffen, da muss man Grenzen verhandeln und zwar offen und mit einer guten Kommunikation und mit einem Verständnis dafür, was okay ist als eine eigene Grenze. Und beides passiert nicht. Frauen in der Regel kriegen nicht beigebracht, wo und wie es okay ist, Grenzen zu ziehen. Und Männer in aller Regel kriegen nicht beigebracht, was es bedeutet, Grenzen zu achten. Und generell, wenn man es dann wiederum größer macht über den Sexismus auf, Menschen in Machtpositionen kriegen nicht beigebracht, Grenzen zu achten oder bekommen nicht vermittelt, dass sie auch aus der Machtposition heraus achten müssen. Und Menschen in einer Nicht-Machtposition haben oft nicht die Worte und die Mittel, um ihre Grenzen zu schützen. Und das ist das, woran wir gesellschaftlich arbeiten müssen. Ja, eigentlich ist es ja sogar so, dass Menschen in Machtpositionen, also finde ich zumindest, in der Verantwortung stehen, den Untergeordneten in fetten Anführungszeichen, weil so Hierarchiesachen, also sie kommen vor, ich finde sie aber nicht unbedingt gut, aber diesen Leuten dann dabei zu helfen, ihre Grenzen zu ziehen, indem sie das mit anbieten. So, und das alleine passiert ja auch schon total selten. Und wenn das dann mal passiert, dann ist es ja sowas, was einen dann auch positiv überrascht irgendwie. Also es ist ein ganz simples Beispiel, aber ich denke gerade in einen meiner Studijobs, die ich hatte, wo ich immer so ein bisschen auf Bereitschaft irgendwie zur Verfügung stehen müsste für das, was ich da gemacht habe und wo dann der halt so die ganzen Dienste verteilt hat, so von der Personalabteilung so ganz klar gesagt hat, so, du schreibst mir jetzt auf, ganz fest die Uhrzeiten, zu denen du auf gar keinen Fall kontaktiert werden willst, egal was ist, egal wie groß der Notfall vielleicht hier auch sein mag, so. Und ja, alleine das schon ist halt leider nicht selbstverständlich, obwohl das sowas Simples ist. Also als ich 13, 14 war ich auf einem Konzert von einer Coverband und habe relativ weit vorne gestanden und mich hat von hinten die ganze Zeit ein Typ begrapscht und ich habe mehrfach irgendwie versucht, den loszuwerden und bin ihn nicht losgeworden. Und dann ist der Sänger von der Coverband von der Bühne gekommen und hat sich den vorgeknöpft. Und das habe ich nie vergessen, das ist 30 Jahre her, oder
33, aber ich weiß das immer noch, weil das womöglich das erste Erlebnis war, in dem mir ganz klar auch von außen signalisiert wurde, das ist nicht okay und dass ich versuche, irgendwie mich dagegen zur Wehr zu setzen, ist also genau richtig und jemand macht da quasi ein Positive Enforcement, ja, das war also Ja. krass. Und dass einem das so hängen bleibt, weil es so selten ist, das zeigt auch das Problem natürlich. Gut. Mann, das sind aber wirklich auch Sonnenscheinchen-Themen, die wir heute haben. Ja. Apropos Sonnenschein, kommen wir doch mal zu den Blitz-News. Du hast aber auch wirklich die Entschuldigung. wunderbaren Knallerübergänge dir direkt für unser Comeback hier rausgesucht. Prösterchen. Ja, am Anfang jetzt mal so 2 Sachen nur ganz kurz, die ja jetzt vielleicht schon ein bisschen her sind vielleicht auch und die wir aber nicht so vom Tisch fallen lassen wollten. Natürlich einmal hat der Vom DFB Tisch fallen lassen. Du bist schon von den Katzen irgendwie angesteckt. Unter den Tisch fallen. Ja, ja gut, jetzt stelle ich mir gerade bildlich so eine Katze vor, die so Pressemitteilungen vom Tisch runterschiebt, damit sie nicht vorgelesen werden. Der DFB hat verlängert mit Christian Wück, Maren Meinert und Saskia Bartusiak bis 2029. Die Verträge gingen ursprünglich bis Ende diesen Jahres, also bis Ende 2026. Ja, und jetzt wurden sie dann eben direkt um so einen großen Zeitraum verlängert. Ist was ich gesehen habe, das durchaus viel diskutiert wurde. Also es gibt natürlich Leute, die sagen so, yay, cool, alles super, aber es gibt dann auch die Fraktion, zu der ich mich jetzt selber zählen würde, die so sagt, so, naja, warum denn direkt so lange? Also hätte nicht dann irgendwie so bis nach der WM 27 eigentlich auch erstmal gereicht. So DFB und Vertragsverlängerung, das ist ja auch immer so eine Geschichte. Aber ich glaube tatsächlich, also weil was ja vorher schon verlängert wurde, war der Vertrag von Nia Künzer und der ist, glaube ich, auch bis 2029 verlängert worden, ne? Und das ist eher so eine Personalie, also einfach von der Position her, nicht von der Person, sondern von der Position her, wo ich sage, klar, das ergibt schon irgendwie Sinn, dass man da langfristig plant, aber bei TrainerInnen verstehe ich es ehrlich gesagt auch nicht, also warum man so weit über das nächste Turnier hinaus verlängert. Klar, man kann dann immer sagen, man hat Planungssicherheit, aber wenn es halt nicht so läuft, wie man sich's vorstellt, hat man halt hinterher auch Kosten. Ja, und also es gab jetzt ja sportlich, also sowohl positive Entwicklung, aber ja auch durchaus eine Menge an Fragezeichen, dass es jetzt nicht so eindeutig ist. Ja, die andere Nachricht, die wir noch so ein bisschen nachreichen, ist, es gab jetzt ja den ersten FIFA-Meisterinnenpokal der Frauen. Der wurde komplett in London ausgetragen, in 2 verschiedenen Stadien. Und es ist nicht besonders überraschend, dass Arsenal als die großen Favoritinnen das Ding dann gewonnen haben am Ende. Sie haben dafür allerdings gegen Corinthians Sao Paulo die Verlängerung gebraucht. Es ist dann 3:2 geworden am Ende. Interessant ist es so ein bisschen, weil es einerseits jetzt natürlich zum ersten Mal ausgetragen wurde und andererseits, weil es innerhalb des, ich sag mal, offiziellen Verbandsfußballs jetzt mit den größten Preisgeldern in Verbindung gebracht wurde. Ja, dann haben wir 2 Meldungen zum Thema Multi-Club Ownership. Also zum einen ist Rosengård zu 49% an Crux Football verkauft worden, was ein großartiger Name ist. Ihnen gehört seit Oktober 2025 bereits Montpellier und Caroline Seeger wird Head of Football von Rosengård und hinter Crux steht mit Rebecca Beck-Smith, die ehemalige Kapitänin Neuseelands. Die sagt, Strukturen des europäischen Fußballs der Frauen würden für diesen nicht funktionieren, weil die Abteilungen innerhalb von Männer-Traditionsclubs oft vernachlässigt werden, will die als eigenständige Vereine führen und eben die Identität beibehalten. Und mit dem gemeinsamen Wissen sollen alle Clubs im Portfolio gestärkt werden.
Ja, das ist was wir so ähnlich natürlich auch schon von Michelle Kang gehört haben oder hören, die mit sehr viel mehr Geld unterwegs ist und wo es jetzt aber auch schon die ersten Interessenskonflikte zwischen ihren Clubs gab. Und nur mal auch noch so als Nachgedanke zum Thema Multi-Club Ownership. Es gab ja vor der Saison die große Meldung, dass Alicia Lehmann zu Como Women gewechselt ist nach Italien und da so das große neue Aushängeschild werden soll. Und aber nicht nur ist die also ja bereits wieder weggewechselt, also war nicht mal eine komplette Saison da, sondern Como hat jetzt auch den Trainer entlassen vor ein paar Tagen, haben auch bisher keinen Nachfolger. Also ganz so von alleine läuft's dann auch mit Geld nicht, ganz überraschend. Ja, dann noch ein etwas anderes Thema, was mir dann doch irgendwie sehr am Herzen liegt. Wir haben hier ja auch öfters mal die Seite FBref erwähnt, wenn es um Daten und Statistiken so aus dem Fußball allgemein geht und dann eben vor allem auch aus dem Fußball der Frauen. Die dürfen seit Mitte Januar die Daten von Opta nicht mehr nutzen. Also das geht dabei jetzt nicht um so Sachen wie, also wie viele Tore oder wie viele gelbe Karten hat jemand, sondern das sind dann so Advanced Statistiken, mit denen man in der Analyse tatsächlich auch ja schon relativ viel anfangen kann. Die konnte man sich eben bei FBref bis jetzt immer anschauen und auch runterladen und dann verschiedene Sachen damit machen. Und es gibt sehr viele AnalystInnen, die auf diese Art und Weise so Learning by Doing, umsonst an die Daten kommen, ihre Karrieren gestartet haben. Ein paar von denen haben sich in den letzten Jahren dann dahin entwickelt, dass sie inzwischen in Vereinen arbeiten, aber es kommen natürlich auch immer wieder neue Generationen nach und es ist ein Berufsfeld, in dem es wirklich sehr viele, also wenn man nicht in einem Verein ist oder so, sehr viele Freelancerinnen gibt, die dann auch, also ja, das natürlich, ihr kennt es ja, dann auch nicht immer so einfach haben. Und jetzt können sie eben darauf nicht mehr zurückgreifen und müssten Bezahlmodelle nutzen wie Y-Scout, StatsBomb oder eben Opta selbst. Und das ist aber, also das sind Preise, das ist für Einzelpersonen halt oft wirklich unerschwinglich. Also ich war da zum Teil auch schon mal im Kontakt und das kann man eigentlich fast vergessen, wenn man nicht irgendwie Nebeneinkünfte hat, mit denen man das wettmachen kann, diese Ausgaben. Und das ist, wenn ich das ganz kurz einwerfen darf, ja sowieso schon so, dass halt FreelancerInnen an so viele Daten oder Themen nicht oder nur nachgeordnet drankommen, weil Ja. es halt auch, ich meine, wir haben auch nicht SID oder DPA oder keine Ja. Ahnung was. Wie denn? So, ich weiß nicht, ob ihr euch mal damit beschäftigt habt, was in dem Bereich so gezahlt wird. Also wenn man sich diese ganzen, natürlich müssen auch die wiederum bezahlt werden, aber es ist halt nicht so, dass es angepasste Modelle gibt. Das wäre eigentlich mal was, weißt du? Also wie viel Geld macht jemand mit so einem Bereich und daran angepasst gibt dann Bezahlmodelle, aber so funktioniert's halt nicht. Und man cuttet halt den Zugang für ganz viele Leute an der Stelle einfach komplett. Ja, und FBref, muss man jetzt eben auch sagen, hatte als einzige Seite wirklich zu extrem vielen Ligen der Frauen Statistiken und halt auch alles an einem Ort. Und das mussten sie jetzt, wie gesagt, vor ein paar Wochen aber alles löschen, diese ganzen Advanced Statistics heißt es dann, weil Stats Perform, das ist die Muttergesellschaft von Opta, eben gesagt hat, FBref würde die Daten auf eine Weise nutzen, die gegen den bestehenden Vertrag verstoße, was die Leute von FBref nicht so richtig nachvollziehen können, aber um dann eben nicht rechtliche Konsequenzen zu tragen, sind sie dem nachgekommen und haben das dann gelöscht, das, worum es da alles geht. Und von außen ist jetzt nicht klar, was genau dieser Vertragsverstoß beinhaltet. Das will keine der beiden Seiten sagen. Die Berichterstattung, die ich gefunden habe, gibt's eigentlich hauptsächlich im englischsprachigen Raum. Also was Deutschsprachiges dazu habe ich leider gar nicht gefunden bisher.
Aber es gibt eben einen sehr guten Artikel von Catalina Busch, den verlinken wir euch hier bei The Nine Sports, wo es nochmal darum geht, also erstmal ist es für alle, die irgendwie analytisch im Fußball unterwegs sind, keine gute Nachricht, aber für Leute im Fußball der Frauen ist es eine besonders schlechte Nachricht und eben auch für Fans, weil die Berichterstattung im Fußball der Frauen darunter besonders leidet, weil zum Fußball der Männer, da kann man sich dann immer noch über andere Sachen irgendwie relativ viel zusammensuchen. Im Fußball der Frauen ist das halt eben ja nicht der Fall. Und das ist dann, wie gesagt, einerseits für die Sportfans nicht gut, aber andererseits auch so für dieses Berufsfeld der Analysten und Analystinnen, was ja auch eigentlich ein sehr moderner Job ist und einer, wo so im Fußball der Frauen ich das immer so am Rande mitbekomme, dass das sowas ist, wo Leute eigentlich sehr interessiert sind, da irgendwie reinzukommen. Und ja, das geht halt eigentlich fast gar nicht anders als mit solchen freien Daten. Ja, keine gute Entwicklung. Ne. Und dann reichen wir euch zum Schluss noch rein, dass die nächsten Länderspiele der Frauen terminiert sind. Schon länger steht fest, dass es am 3.3. in Dresden gegen Slowenien gehen wird und am 7.3. auswärts gegen Norwegen. Und jetzt neu festgelegt wurden die Spiele am 14. April in Nürnberg gegen Österreich und am 5. Juni in Köln auch wieder gegen Norwegen. Das heißt, freundlicherweise spielen die DFB-Frauen an Annikas Geburtstag. Aber wir verraten nicht, welcher dieser Termin es ist. Und die U23 spielt am 6. März in Wattenscheid gegen Belgien. Wattenscheid. Und damit kommen wir zu den Leseempfehlungen. Ja, einmal einen sehr komplexen Artikel von einer Seite, die ich bisher gar nicht so wahrgenommen habe, Play the Game. Da geht es um Fußball vor der möglicherweise nächsten Finanzkrise und um diese ganze Struktur von Private Equity Firmen, die sehr komplexe Strukturen nutzen, um Versicherungsgelder in den Fußball zu pumpen und dass das ein sehr instabiles Konstrukt ist, was man unter anderem daran sieht, dass 777 inzwischen ja auch kaputt gegangen ist und dass das starke Auswirkungen auf die Vereine hatte, die mit diesem Unternehmen irgendwie in Verbindung standen. Und es ist jetzt so kein ganz leichter Read, aber einer, der so für den Hintergrund sehr, sehr spannend ist, fand ich, von Paul Brown. Und wenn ihr dann auf der Seite seid, Play the Game, ich finde, die haben auch richtig viele andere coole Hintergrundartikel da. Also das lohnt sich da mal, sich umzugucken. Und dann hat die liebe Annika schon zweimal dieses Jahr auf der Bolz-Tribüne gezaubert, zuletzt zu den Spielausfällen in der Bundesliga der Frauen, wo eine gewisse Wetterinstabilität herrscht, nenne ich es mal. Auch das legen wir euch sehr ans Herz. Ja, und Mara ist natürlich sowieso sehr, sehr fleißig und hat eben unter anderem zur Causa Kunz auch geschrieben über das, was wir vorhin hier auch besprochen haben, die verschiedenen strukturellen Probleme, die es so im Fußball mit mutmaßlichem Sexismus und so weiter gibt. Jetzt kommen wir nach einer langen Pause zu unserer Lieblingskategorie. Der Kronenkranich, der allererste des Jahres 2026, geht in eine wunderbare Kampagne, auf die du zuerst aufmerksam geworden bist, liebe Mara. Es ist eine Kampagne für die amputierten FußballerInnen unter dem Motto Leidenschaft ist nicht amputierbar. Und wir haben euch hier verlinkt eine Spendenkampagne. Da geht es um die Teilnahme an der WM 2026 in Costa Rica. Und wenn ihr auf dieser Spendenseite seid, dann könnt ihr nicht nur Geld da lassen, sondern euch eben auch diese tollen Motive angucken. Die zeigen einzelne SpielerInnen beim Spiel und haben fantastische Taglines, wie zum Beispiel: Bei uns gibt es keinen schwachen Fuß oder mein Liebling Reklamierarm.
brauche ich nicht. Selten etwas so cool, Selbstermächtigendes und Selbstironisches gesehen, was eben dann auch gemeinsam mit den SpielerInnen entstanden ist. Also eine wirklich richtig, richtig coole Aktion. Yes. Und damit ist sie im Kasten, die erste Folge des Jahres 2026. We are back. Hat jetzt gar nicht wehgetan, oder? Also euch vielleicht beim Zuhören, aber für uns war es jetzt eigentlich ganz okay. Hoffentlich nicht. Genau, also wir wissen, wir kommen in ohnehin schon bewegten Zeiten jetzt nicht gerade mit den lockersten Themen ums Eck. Umso wichtiger war es uns auch heute mit einem Kronenkranich und nicht mit einem Kackspecht aus der Sendung zu gehen. Sonst hätten wir vielleicht noch ein bisschen drüber geredet, wie die Medien mit Sportlerinnen umgehen, die sich erdreisten anzutreten, trotz Verletzungen und dann keine Heldinnengeschichte zu schreiben. Aber das lassen wir für heute sein. Wir freuen uns sehr, dass ihr noch da seid. Wenn ihr noch da seid, werden wir sehen, wenn wir die Abrufzahlen nach dieser Sendung sehen. Und ja, auch, dass ihr das mitgeht und nachvollziehen könnt, wenn wir hier mal längere Pausen machen. Vielen, vielen Dank dafür und genau, wir hören uns dann tatsächlich in 2 Wochen wieder. Ja, in der Folge 99. Ich finde dafür, dass es 2 Neunen sind, rastet Mara eigentlich noch nicht genug aus, aber vielleicht kommt das ja noch. Bis dann, ihr Lieben.